Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und es gibt neue, erfreuliche Neuigkeiten. Und zwar habe ich den nächsten Dungeon besiegt. Ja, und noch viel mehr. Wir haben Stufe 505 erreicht. Ja, vor einiger Zeit schon. Im letzten Video war ich, glaube ich, noch irgendwie Ende 504 oder so. Ist jetzt schon, das war schon ein bisschen her, das Video, sag ich mal, ein paar Tage. Aber dadurch, dass ich halt auch einen neuen Dungeon wiedergelegt habe, nicht wiederbelebt habe, ja, kam dann natürlich nochmal ganz saftige 300 Millionen Erfahrungen dazu. Und diesen Kampf werde ich jetzt euch gleich präsentieren. Denn, ja, ich habe ihn mir selbst noch gar nicht mal so angeschaut. Ich hatte nur gesehen, ich habe irgendwie ein neues Item bekommen. Das habe ich mir, glaube ich, auch noch gar nicht angeguckt. Ich spare mir sowas immer auf für die Folge, damit wir das dann gemeinsam quasi alles entdecken können. Ja, wenn ich die schon zumindest mit Free Tries lege in meiner Freizeit, ja, dann möchte ich dann zumindest den Rest dann mit euch dann zusammen entdecken. Ja, und wir haben diese Handschuhe bekommen hier. Das sind Kundschafter Assassinenhandschuhe. Ja, wir gucken mal, was die Kunigunde damit anfangen kann. Achso, wir haben noch gar nicht gelevelt hier. Stimmt, das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Und ja, Kunigunde ja nicht zuletzt ein sehr krasses Upgrade hier bekommen mit dem Bogen, ja. Mal gucken, was sie dazu sagt. Oh, ja. Ja, die Rüstung geht runter, ne? Ganz schön, aber bleibt noch auf 25%, ja. Handschuhe zweimal verbessert, das kann ich mir durchaus hier auch noch leisten. Attribute zweimal. Dann machen wir erstmal dreimal, ne? Mal gucken. Kann man ja auch noch immer wieder dann loswerden und zerlegen. So, was hattet ihr hier drin? 1600er Dingsstein hier, ein sogenannter Dingsstein, ein Geschickstein, 1605, ja gut, da machen wir ein bisschen Minus mit. Da machen wir leider ein bisschen Minus mit. Ich zerlege jetzt auch ungern, warte, vielleicht, eventuell kriegt ihr auch einen schwarzen Edelstein. Aber schwarze Edelsteine haben wir jetzt nicht so viele dabei. Wer stört hier schon wieder irgendwo auf einem anderen Server? Hier, der Dämonenjäger, ja, der will es wieder wissen. Hier, warte mal, da machen wir mal kurz hier einen ganz kurzen Angriff, damit wir hier noch nebenbei das Sammelalbum noch weiter pushen. Okay, +3, sehr gut. Ja. Mal gucken. Einen schwarzen Edelstein, was sagen denn die anderen? Ah, die sind auch schon, die hat teilweise schon aktuelle, aber teilweise auch noch inaktuelle, also outdatete. Ich glaube, ich gebe ihr dafür einen schwarzen Edelstein, weil aus dem Grund, die hat eigentlich schon sehr viel Schaden. Hier, der zählt ja als 2 Geschicksteine, dann hat die hier noch einen. Und ich glaube, noch einer wäre dann hier zu viel. Also ich denke mal, was macht hier eine Fliege, Alter? Holy shit. Ich denke mal, die kriegt jetzt hier einen schwarzen Edelstein. Zack. So, und dann gehen wir noch gleich hier zur Hexe und holen uns hier die Handschuhe. Alter, Digga, die Fliege macht mich komplett fertig hier, ey. Ja, wir konzentrieren uns jetzt aufs Wesentliche. So. Jetzt ist hier schon wieder ein anderer Server, ey. Also irgendwie sehr komisch heute, was hier schon wieder passiert. Okay, das lassen wir mal hier. Gut, zweimal verbessert, dreimal verbessert, Handschuhe wurden verzaubert. Heißt, wir können diese hier zerlegen, Gegenstand zerlegen. Zack, machen wir das mal. Hier machen wir mal so ein bisschen Ordnung. Und ja, dann hat sie hier ein kleines Upgrade bekommen wieder mal. Was heißt klein? Das waren +83 oder was war das? Was gucke ich denn hier auf die Schuhe? Ach, jetzt habe ich schon wieder. Jetzt habe ich schon zerlegt. Ich glaube, irgendwas im 80er-Bereich war es auf jeden Fall. Und ja, Free Try haben wir auch gleich noch am Start hier, Dungeon-mäßig. Den werden wir auch gleich noch nutzen. Wir haben nämlich Paddy, die Ratte, haben wir endlich gelegt, ja. Den hatten wir ja noch gehabt, als ich noch Level 500 war oder davor. Und da war er schon in der Reichweite gewesen, ihn legen zu können, um Stufe 500 erreichen zu können. Allerdings hatte ich mich dann ja für Ymir entschieden, Stufe 500 zu erreichen. Und ja, da hatte meine Kunigunde noch nicht den Bogen. Und ich denke mal, da sieht man, die hat hier einiges an Schaden rausgeokolytet. Ja, also da kam ganz schön was zusammen. Oha, was ein Fight, Junge. Alter, die Kunigunde. Boah, Digga, was geht hier ab, Alter? Ein wildes Ausweichbattle. Holy shit. Ja,
krass. Da komme ich jetzt noch zum Schluss und hau ihn noch eins über die Mütze. Ja, sehr cooler Kampf auf jeden Fall. Also die Kunigunde, die hat sich da mit ihm ganz schön die Kante gegeben, wie bei Bodybuilding-Juries, ja. Wer das verstanden hat, kann sich freuen. So, mal gucken, ja, was nehmen wir hier an? Ich denke mal auch die kürzere Quest hier. So, und dann legen wir mal unser Equipment an und schauen mal, was wir als nächstes uns vornehmen. Also im Olymp habe ich gesehen, den Polyphem, den hatte ich vorhin einmal im Free Try probiert. Der ist auch machbar. Der ist auch machbar auf jeden Fall. Also der ist nicht so weit weg. Ja, der ist nicht so weit weg. So, aber hier haben wir jetzt als nächstes die Dolores, ja, die diabolische. Und da gucken wir jetzt mal als nächstes rein, was die uns so entgegenzusetzen hat. Und das Ganze, ein Intelligenzgegner, sprich Magier, also, könnte gut werden. Ja, Kunigunde vielleicht einen Crit raushauen, ja. Oh, noch ein Crit, oh mein Gott. Und jetzt Michael, wieder mal. Oh, nein. Alter, da habe ich schon wieder eben gedacht, da ist kurz mein Herz stehen geblieben, muss ich sagen. Das kann doch nicht sein, aber da sieht man mal, was das für einen Unterschied macht, wenn man eine hohe Waffe hat, mit hoher Schadensspanne. Wir gucken uns den Kampf gleich nochmal an. Denn die letzten Hits von mir, die ich rausgehauen habe, die waren ja mal nichts. Das war ja mal gar nichts, ja. Der hat ja kaum Schaden gemacht. Da müssen wir ja mit der niedrigsten Spanne irgendwie getroffen haben oder so. Ey, das ist ja krass. Aber dann haben wir live im Free Try hier gleich den nächsten Gegner besiegt. Das freut mich sehr. Kunigunde rasiert alles. Wir haben nicht mal eine 33 Millionen und nochmal 37 Millionen. Das ist ja gar nichts, ja. Aber da kann man mal sehen. Also hohe Schadensspanne ist nicht gleich immer gut. Was haben wir hier? Wir haben Intelligenz, den Ring of Fire, plus 21 Widerstand gegen Feuer, 22% Widerstand gegen alles haben wir momentan plus 7. Und den haben wir auch 7-mal verbessert. Plus 21 würde ich sagen, lohnt sich schon, oder? Lohnt sich das? Ich meine, den haben wir aktuell 7-mal verbessert. Was haben wir für Steine? Ich habe da einen guten Intelligenzstein drin. Ja. Also ich glaube, ich werde noch warten mit dem Item hier. Ich glaube, ich warte noch, bis ich eventuell ein neues Item aus der Mine, neuen Edelstein aus der Mine gezogen habe, der eventuell an den jetzigen Intelligenzstein rankommt, weil 1616, den würde ich ungern gegen einen von denen hier austauschen. Was ist das für ein kranker Edelstein, Alter? Holy shit. Krass, ja. Also hätte ich jetzt, ich will den auch ungern hier rausnehmen und dafür das Item zerlegen, ist klar, weil das kann natürlich noch super hier mein Magier gebrauchen, hier plus 59 auf das Item. Das ist auch schon krass, ey. Ja, und deswegen hoffe ich mal, dass ich da einen Intelligenzstein bald rauskriege, der einigermaßen da rankommt und dann werde ich das, glaube ich, auch austauschen, ja. Weil ich möchte auch ungern da einen schwarzen Edelstein reinmachen, weil ich schon ganz gerne den einen Stein hier möchte ich schon noch ganz gerne, also einen Intelligenzstein würde ich schon ganz gerne noch immer behalten, weil ich halt riesengroßer Fan vom Schaden bin, ja, vom Schaden austeilen. Ja, schwierig, ne? Schwierig, also ich werde noch da ein bisschen warten mit den Ring of Fire plus 21. Ja, ist okay, also es ist jetzt nicht so schlecht, ist aber auch jetzt nicht so gut, würde ich sagen. Zack, so, ja, mal gucken. Wir gucken gleich mal als nächstes, wen wir hier haben. 16 von 20 sind wir jetzt hier. Unangenehm viele Inferi haben wir jetzt hier als nächstes. Wir machen mal einen Test-Try. Okay, das ist ein Stärkegegner. Könnte sein, dass wir hier jetzt erstmal dran verzweifeln. Ja, Intelligenzgegner sind natürlich immer ein Leckerbissen in den Dungeons. Das weiß ja jeder. Also die sind immer sehr, sehr angenehm, weil die ja wenig Leben haben und daher relativ schnell fallen. Hier müsste meine Kunigunde wieder regeln in dem Fight. Die müsste halt sehr viel ausweichen. Das ist so das Einzige, wo drin ich mich sehe hier irgendwie. Aber ja, man kann halt nicht immer Glück haben und ich werde halt auch relativ schnell gedownt. Ja, und deswegen würde ich sagen,
versuche ich, glaube ich, als nächstes mal im Olymp ein bisschen voranzukommen. Ich habe zwar noch ein paar andere Gegner hier so, ne, aber Olifantenbändiger vielleicht. Aber ich glaube, als nächstes würde ich hier den Zyklopen mal unters Auge nehmen, ja. Wie der Zyklop, da nehme ich den auch unters Auge. Dann, okay. Ja, ey, nice Folge auf jeden Fall. Ich habe euch einen Fight gezeigt, den ich ja nicht aufgenommen hatte, gewonnen. Und den zweiten Kampf live hier im Video besiegt. Also 2 Etagen wieder gecleart. Freut mich sehr, ja, sehr, sehr cool. Und wir sind auf dem besten Wege hier zu Stufe 506. Ey, krass, Mann. Das geht jetzt verdammt schnell in letzter Zeit. Und ja, freut mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da, so wie immer. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.